Mein Name ist Gerlinde Kempf, ich bin Director Regulatory Affairs und Pharmacovigilance. Das ist also die Bereiche Arzneimittelzulassung und Arzneimittelsicherheit. Arbeite in der Pharmabranche und bin 50 Jahre alt. Dieser ersten Beschäftigung in dem Unternehmen umgesehen, was machen die anderen eigentlich, was gibt es da eigentlich für Bereiche, und bin auf den Bereich, in dem ich heute auch tätig bin, gestoßen, habe mich da auch näher dann erkundigt und gedacht, das klingt wirklich interessant. Also das kann ich mir vorstellen, dass ich das sozusagen mein Leben lang mache, dass das wirklich zu meinem Beruf wird. Und hatte mir als Ziel gesetzt, ich würde gern bis 35 eine Leitungsposition haben, also den Bereich Arzneimittelzulassung, Regulatory Affairs, wie es offiziell heißt, leiten. Und dass ich dann in die Leitungsposition gekommen bin mit 30 Jahren, das war wirklich ein Zufall, weil meine damalige Vorgesetzte ist gekündigt worden. Und das war eine Situation, wo ich zwei Möglichkeiten gehabt habe. Entweder ich stehe auch auf und sage, weil ich habe zu dem Zeitpunkt 5 Monate erst in diesem Unternehmen gearbeitet. Und da gab es zwei Möglichkeiten, aufzustehen und sagen, ich gehe, das schaffe ich nicht, wie soll ich da jetzt? Vorgesetzte, von jetzt auf gleich war die weg. Oder sich hinzusehen und sagen, eigentlich kenne ich die nächsten Schritte, ich kenne die nächsten Projekte und die arbeite ich mal ab und dann wird sich das nächste ergeben. Und das ist meine Chance eigentlich zu zeigen, was wirklich jetzt in mir steckt. Und 2 Monate später hat man mir die Leitung übertragen. Also die Freude daran, an der Arbeit, das Interesse an der Themenstellung, Glück, insofern Vorgesetzte oder Entscheidungsträger, die erkannt haben, was sie an mir hätten, und Ehrgeiz und Ausdauer. Und dass du ja auch durchbeißen musst natürlich. Ja, also auch es war nicht so, dass es nicht gegen Widerstände war, weil natürlich ist mir das nicht zugetraut worden teilweise, weil ich formal falsch ausgebildet bin. Da ich ja nicht naturwissenschaftlich ausgebildet bin, sondern Rechtswissenschaften studiert habe, also das völlig falsche Studium im Grunde, habe ich die Pharmareferentenprüfung gemacht, damit ich ein medizinisches und pharmazeutisches Grundwissen habe und Arzneimittelrecht kennenlerne, und habe dann mir überlegt, wie komme ich in den Bereich, das waren auf 2 Etappen, ich habe das dann, muss ich sagen, am Anfang wirklich mittels Jobhopping gemacht. Ich war die ersten, sage ich mal, 5 Jahre, nie länger, so als maximal 15, 16 Monate bei einer Firma, weil immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich stehe an, ich komme aber jetzt nicht weiter, weil der Vorgesetzte mich nicht weiterlässt, habe ich dann die Firma gewechselt. Das ging zu der Zeit eigentlich noch ganz gut. Der Mut zu sagen, ich will. Ja, so wie ich gesagt habe, ich will mit 35, ich will eine Leitungsposition erreicht haben und sich dann dazu überlegen, was brauche ich dorthin, was brauche ich fachlich und wie komme ich dorthin. Viele machen extrem viel Weiterbildung jetzt. Ich bin erstaunt, wie fleißig und toll Studenten jetzt oft sind. Aber es ist so ein Strauß, wo ich sage, ja, du bringst viel, das bringt aber wer andere auch. Immer auch irgendwas suchen, was kann ich bieten, was mich besonders auszeichnet. Und das ist gerade am Anfang so wichtig. Ich brauche etwas, wo ich sage, das kann ich dir nur bieten und nicht das Breite. Und da hilft es, ich muss Netzwerke aufbauen. Und eigentlich heutzutage mit Facebook und so, wenn ich das sinnvoll nütze, könnte ich ja wahrscheinlich sehr viel rausholen und mir wirklich schon die richtigen Leute, Anknüpfungspunkte suchen. Das ist das, finde ich, das Wichtigste. Und vor allem wirklich mir überlegen, was will ich.